herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Melli und heute backe ich mit euch einen ganz simplen Rührkuchen in so einer Kastenform drin. Das Ganze natürlich wie immer glutenfrei und vegan. Außerdem verwende ich keine raffinierten Zucker, keine Sojaprodukte und keine Maisstärke. Für unseren hellen Rührteigkuchen benötigen wir 100 Gramm Hafermehl, 50 Gramm braunes Reismehl, 30 Gramm Hirsemehl, 5 Gramm Leinsamen gemahlen, am besten den goldenen, damit der Teig schön hell wird. Dann benutzen wir 30 Gramm gehäutete, ganz fein gemahlene Mandeln, auch damit es eben ganz hell wird, der Teig. Es geht mir ja heute darum, einen ganz hellen Kuchen zu backen. Dann haben wir hier das Backpulver, 9 Gramm. Und ich backe diesen Kuchen ausnahmsweise auch jetzt mit Fructose. Das mache ich nur in Ausnahmen. Ich denke, andere alternative Süßungsmittel sind etwas gesünder. Aber manchmal freuen sich die Kinder, wenn sie so ein richtig helles Gebäck haben. Und da habe ich bisher nur die Fructose entdeckt, beziehungsweise es gibt auch kristalline Ahornsüße. Aber die bekomme ich hier in Spanien nirgends. Wenn da jemand weiß, wo es die gibt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich freue mich über so einen Tipp. Und eine Messerspitze Natron. Wir verrühren einfach die trockenen Zutaten miteinander. Du könntest das Ganze natürlich jetzt noch durchgesiebt haben. Heute habe ich ein bisschen Eile. Heute muss es so gehen. Für den feuchten Teil von dem Kuchen benötigen wir pflanzliche Milch, ,80 Gramm nehme ich da. Dann habe ich hier flüssiges Kokosöl, da würde auch eine flüssige Margarine oder eine vegane Butter funktionieren, 20 Gramm. Und ich habe mir heute selber Apfelmus gemacht, ungesüßt, einfach Äpfel gekocht, kurz püriert. Ich hatte kein Apfelmus mehr da. 120 Gramm davon. Jetzt könntest du natürlich noch Vanillepulver reintun. Das habe ich heute keines. Das schmeckt aber natürlich sehr, sehr lecker in so einem hellen Kuchen. Was ich aber da habe, sind Tonkabohnen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das sind solche kleinen Bohnen, so ähnlich wie ein Muskatnuss, wie sich's anfühlt, aber mit dem Geschmack sowas zwischen Vanille, Mandel, also ein ganz feines Aroma. Und da reibe ich einfach so ein bisschen, so eine halbe Tonkabohne etwa rein. Und für die Frische noch so ein paar Spritzer Zitronensaft, ganz wenig. So, wir verrühren wieder diese Zutaten alle miteinander. Und dann müssen wir nur noch die nassen Zutaten und die trockenen Zutaten miteinander verrühren, möglichst schnell. Der vegane Teig mag das nicht so gern, wenn man den stundenlang rührt. Wenn der dann so schwer reißend vom Löffel fällt, seht ihr, dann ist er genau richtig. Manchmal kann es passieren, je nach Beschaffenheit deines Mehls, dass das etwas zu trocken noch ist. Dann kannst du gerne noch nachträglich ein klein bisschen Flüssigkeit, eben was von deiner Milch noch dazu tun. Den Kuchen heute backe ich in meiner Glaskastenform. Dazu muss ich sie nur mit etwas Öl, das nehme ich ein Olivenöl, kannst du natürlich auch irgendein anderes Öl benutzen, gut einölen, dass er hinterher gut aus der Form kommt. Beziehungsweise ich lasse den auch oft einfach in dieser Form abkühlen. Wenn er abgekühlt ist, kann ich ihn dann einfach zugedeckt im Kühlschrank lagern. Gerade im Sommer, dass der länger frisch bleibt. Wir backen unseren Rührkuchen etwa bei 175 Grad im Heißluftprogramm für ca. 30 Minuten. Hier siehst du den glutenfreien, veganen, hellen Rührkuchen. Wir haben den jetzt noch mit Fructosezucker bestreut. Der Teig selber enthält hier auch Fructose und keinen raffinierten normalen Zucker. Wir haben also einen veganen, glutenfreien,
maisfreien und sojafreien, wunderbar leckeren Rührkuchen. Ich freue mich, wenn du Lust bekommen hast, das auszuprobieren. Lass doch gerne einen Kommentar da, ein Like da und ich freue mich, wenn du meinen Kanal abonnierst.